So, hallo und herzlich willkommen zu meinen 2.5D und 3D Sidescroller für die Unreal Engine 5. Und im vergangenen Abschnitt haben wir uns ja mal um die UI Main gekümmert, dass die einen einigermaßen optischen guten Eindruck macht. Und jetzt würde ich gerne mal diese Power Icons sozusagen mal ausbauen. Und da gehören natürlich jetzt noch Symbole rein, einmal für Speed, einmal für Gravity und einmal für Slow Motion. Und da ich da grafisch wirklich nicht so bewandert bin, habe ich jetzt einfach mal wieder bei Fab geschaut. Ich gehe auf Fab, dann gehe ich mal auf Unreal Engine und dann dementsprechend mal auf 2D Assets. Und wie üblich geben wir Preis auf kostenlos. Und da gibt es jetzt einige zur Auswahl und dementsprechend sollten wir uns da was raussuchen, was wir da sozusagen benötigen. Wir sollten uns halt eventuell vor Augen führen, dass wir in unseren Geschichten hier die Sachen haben. Slow Motion ist grün, Speed Boost wäre blau. Und dann habe ich noch eben in Orange den Gravity Boost. Ja. Also das sollten wir einigermaßen berücksichtigen bei der Auswahl Grün, Blau, Orange, ob wir da irgendwas so mit dabei haben. Jetzt habe ich hier diese Geschichten Grün, Blau, Orange, aber die würden ja immer irgendwie gleich ausschauen. Das ist natürlich auch wieder Geschmacksfrage. Jetzt schaue ich immer runter, da gibt es noch den, wie heißt er so schön hier, Kirosho Skill Icon Pack. Da hätten wir dann praktisch ja auch wieder so blau, grün und so weiter mit drin. Also du kannst dir da welche aussuchen, die du magst. Du kannst auch selber welche machen. Das ist vollkommen egal. Wir brauchen einfach nur 3 Icons, die einigermaßen sinnvoll ausschauen, dass die ganze Sache sozusagen etwas rund wird. Gut, also ich entscheide mich jetzt einfach mal für die und dann kann man da hier umschalten auf Privat und dann zur Bibliothek einfach mal hinzufügen. So, dann wie üblich in den Epic Games Launcher die Fab Library im Vault praktisch aktualisieren und dann dementsprechend, glaube ich, hieß es irgendwas mit Icon und ich habe mich entschieden, ja, für die Kirosho Skill. Du kannst ja, wie gesagt, nehmen, was du magst und dann dem Projekt hinzufügen, alle Projekte anzeigen und ich suche meinen Sidescroller. So, und wie üblich muss ich mir meinen suchen, der wird irgendwo sein. Ich habe ja natürlich sehr viele Backups, aber hier ist er schon Sidescroller, genau, Production. Und dann eben die Version reduzieren auf die 5.4, außer du arbeitest mit der 5.4er und dann dementsprechend dem Projekt hinzufügen und das ist dann schon sehr schnell erledigt. Gut, dann können wir uns von dem Games Launcher mal wieder trennen und dann schauen wir, ob alles gut angekommen ist. Und zwar hieß der ganze Folder, meiner hieß ja so, der hieß ja Kirosho Icons. So, und jetzt schaue ich mir die mal an. Die schauen jetzt so aus und jetzt mal die Größenverhältnisse, wenn ich mir das mal anschaue, dann habe ich hier eine Max Ingame 512 auf 512, also die sind auch in der Power of 2. Das ist eigentlich sehr, sehr angenehm, weil man sollte eigentlich Grafiken immer in der Power of 2 Version abliefern, dann kann die Engine auch besser damit arbeiten. So, und jetzt ziehen wir uns mal ein Icon unserer Wahl herein, Steuerung und Space-Taste drücken und dann schauen wir mal, was wir da nehmen. Also ich habe ja aktuell Speed Up mit Blau, dann würde ich mich für dieses Icon mal entscheiden. Ich ziehe es jetzt einfach mal per Drag and Drop hier rein und wir wissen ja, die Originaldaten sind 512 auf 512, das heißt in der Size werde ich jetzt mal diese Power of 2 Formation mal integrieren. Das heißt, das Ganze wäre aktuell so groß. Das ist mir natürlich zu groß. Vielleicht werden wir es vierteln, vielleicht werden wir das hier gar nicht benutzen. Aber ich werde jetzt mal versuchen, dieses Icon hier mal ein bisschen zu reduzieren. Wir haben ja hier die Size 512 und die werde ich jetzt einfach mal, ich werde sie mal durch 6 teilen oder durch 7. Ich probiere mal durch 6 und da kann ich hier bei Unreal ganz angenehm geteilt durch 6 eingeben. Dann bekomme ich meinen Wert auch. Da kann ich mir den Kalkulator oder mein Hirn sparen. Das heißt, hier drüben kann man sämtliche mathematischen Operationen direkt in den Value-Feldern durchführen. So, und dann haben wir beides mal geteilt durch 6. Dann sieht das Ganze schon mal so aus und jetzt werde ich das einfach mal versuchen hier so zu integrieren, dass es einigermaßen drin ist und einigermaßen auch einen Abstand von der Seite hat. So, vielleicht noch eins nach drüben, wo bin ich denn gerade? Position X bin ich gerade bei 108, da mache ich vielleicht mal 107, dass es noch ein Stück rüber geht, aber ansonsten gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil ich möchte hier noch einen Text integrieren und eine sogenannte Countdown-Zahl.
Und die werden wir jetzt gleich mal einführen. Wir gehen kurzfristig auf Compile. Wir suchen hier oben wieder mal nach Text und dann dementsprechend ziehen wir uns den wieder ins Canvas Panel. So, dieser Textblock, den können wir uns gleich mal rausziehen und den werden wir hier drüben wie üblich einfach mal umbenennen. Und da gibt es ja hier unter Content Text und da schreiben wir jetzt rein 0, weil wir haben keinen Countdown aktuell. Wir haben diesen Power ja auch nicht aktiviert. So, jetzt würde ich sagen, links- oder rechtsbündig ist bei Zahl zwischen 0 und 5 eigentlich ziemlich egal. Ich mache es jetzt trotzdem einfach mal rechtsbündig, damit ich das Ganze einfach standardmäßig mal so lasse. So, dann kommt diese Nummerierung jetzt an diese Stelle. Ich versuche es mal so zu positionieren, dass es einigermaßen drin ist. Ich denke mal, das sieht ganz nett aus. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, hier haben wir den Anchor oben links und bei der 0 sollte es auch so sein, aber es ist ja defaultmäßig immer dieser Anchor, wenn wir was Neues oder ein neues Element mit reinpacken, dass es eben oben links ist und das ist es auch und so sieht es dann auch schon mal ganz gut aus. So, dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an mit Play und dann sehen wir hier oben haben wir unser Icon, das ist doch schon mal ganz lustig und jetzt werden wir mal versuchen diesen Countdown hier mal zu integrieren und dazu gehen wir auf Compile, wir gehen auf Level und dann wechseln wir mal rüber in unseren Third Person und zwar auf unser BP Third Person Blueprint. So, an dieser Stelle, ich habe es ja so wunderschön in meinem hübschen Grün gestaltet, habe ich hier meinen Speed Boost with Countdown. Jetzt ist es natürlich ziemlich komplex, eine Funktion zu machen, die in Sekundentakt das sozusagen abrechnet hinten und ich mache es jetzt einfach mal auf die altmodische Art, weil da bin ich mir sicher, dass es funktioniert und dazu mache ich hier einfach mal eine neue Variable und die nenne ich einfach mal Speed Countdown. Das wird mein Speed Countdown und der wird sein vom Typ Integer, weil da werde ich ja keine Nachkommastellen haben. So, jetzt habe ich letztes Mal noch einen Boost Slow Motion mit reingenommen und dieser Boost Slow Motion ist auch eine Default-Variable und die sollte dann natürlicherweise auch mit in meine Setup-Variablen gehen. Gut, dann haben wir das auch schon mal integriert und das ist mein Speed Countdown Zähler. Den werde ich jetzt gleich mal in die General schieben, damit das auch aufgeräumt ist und dann nach dem Kompilieren steht dieser Speed Countdown erstmalig auf 0. Gut, dann gehen wir mal in den Custom Event Speed Boost mal kurz durch. Das heißt, hier wird ja überprüft, ob wir überhaupt genug Power haben und hier haben wir dann drin, dass wir hier schreiben Speed Boost Activated, das bedeutet, wir trennen uns schon mal von dem Print String, den benötigen wir an dieser Stelle hier gar nicht und dann wird es hier sozusagen weitergehen, dass wir das abziehen und dann setzen wir hier die sogenannte Max Walk Speed und dann haben wir ja dieses Delay von 5 Sekunden, bis wir das Ganze wieder freischalten. So, an dieser Stelle, ich rutsche das einfach schon mal ein bisschen rüber, wir brauchen jetzt ein bisschen Platz. Und jetzt werden wir das so streng monoton durchziehen, das heißt, wir nehmen unsere Speed Countdown Variable mit Set und werden die an dieser Stelle natürlich bei der Countdown losgeht, als allererstes mal auf 5 setzen. So, dann das Delay, das behalte ich gleich, ich schiebe es gleich mal näher ran, aber diesmal wird das Delay nur 1 lang sein. So, und jetzt, das ist die Geschichte, wir machen uns hier hinten einfach noch ein bisschen mehr Platz und dann werden wir das Ganze, was hier nachfolgt, wo wir die Max Walk Speed wieder zurücksetzen, sozusagen noch ein wenig hinauszögern. Gut, dann können wir uns diese Geschichten hier immer durchkopieren. Wir haben Speed Countdown 5, Duration 1, das heißt, ich mache hier einfach Steuerung D und verknüpfe das Ganze hier hinten einfach mal mit dieser Geschichte. Nur nicht vergessen, hier einfach mal eine 4 reinzuschreiben, also 5 und 1 im Delay, 4 und 1 im Delay. Dann können wir wieder Steuerung V machen. Wir haben es in Speicher, Duplicate macht das gleiche wie Steuerung C. Das heißt, ich gehe hier rein, dann gibt es hier die Zahl 3 dazu und dann haben wir wieder ein Delay und dann wieder Steuerung V und dann schieben wir das wieder dahinter und dann wieder ein Completed und dann machen wir hier eine 2 rein
und wieder eine Duration. Und jetzt reicht es uns immer noch nicht ganz aus, das heißt, ich schiebe das Ganze nochmal hinter und dann dementsprechend Steuerung V und dann einfach wieder verknüpfen und dann nicht vergessen, 2 kommt 1, das ist manchmal in der monotonen Arbeit schnell irgendwie übersehen und dann dementsprechend ein letztes Mal, das heißt, ich kann hier nochmal ein Stück schieben und hier Steuerung V, da gibt es dann hier an dieser Stelle für mich noch einmal eine Speed Countdown ist gleich 0. So, da haben wir das auch, jetzt kann ich mir das hier auch markieren nochmal und dann werde ich das ein bisschen rüberziehen und dann kann ich das Completed hiermit verbinden, dass das Ganze wieder auf die Original Max Walk Speed gesetzt wird und den Print hinten, dass es deactivated ist, den können wir uns natürlich auch sparen. Und jetzt ganz wichtig natürlich ist nicht, dass man hier unseren Comment erweitern, sondern dass wir das Ganze einfach nochmal durchchecken, dass wir hier sagen, nach der gesetzten Boost Walk Speed haben wir 5, wir haben eine Duration, wir haben 4, wir haben 1, wir haben 3, wir haben 1, wir haben 2, wir haben 1, wir haben 1, wir haben 1 und wir haben 0 und wir haben 1 in der Duration. So, und dem geschulten Auge sollte jetzt auffallen, wenn wir schon auf 0 sind, brauchen wir auch nicht nochmal eine Sekunde warten. Das wäre ja unsinnig, dann wären wir auf Sekunde -1 sozusagen, also bei 6 Sekunden. Das heißt, wir können das Ganze praktisch wieder so ein bisschen zusammenschieben. Also das letzte Delay muss natürlich raus, weil wir haben die Sekunden, die Zeit ja schon sauber verbraucht. So, dann gehen wir auf Compile und dann werden wir das Ganze mal in unser UI Main integrieren. Das heißt, hier haben wir unsere Variable, die heißt aktuell Text 0. Das werde ich aber jetzt nicht so stehen lassen. Das wird praktisch mein sogenannter, ich lasse es bei Text, aber ich sage einfach mal Speed Countdown. So, das wird mein Speed Countdown und dementsprechend können wir das Ganze natürlich auch wieder ansteuern. Das heißt, wir selektieren es hier oder hier unten, das ist egal. Und wir haben ja hier drüben unter Content, wenn wir es aufklappen, den Text und da können wir hier wieder ein Create Binding machen. So, dann haben wir hier diesen Get Text Speed Countdown Text, so wie sich das Ganze aktuell nennt. Wir können ihn auch umbenennen, ich lasse es so stehen, so wie die Variablen auch heißen. Und das Tolle ist ja, wir haben ja in unserem Player das sozusagen verankert, unseren Speed Countdown hier als Integer. Und wir werden ja auch in unserer UI Main im Construction Script, wenn wir hier aufklappen beim Event Graphen, im Event Construct machen wir einen Verweis auf unseren Player, den wir ja Player Ref nennen, also ich zumindest, und mit dem Casting. So, und dann wechseln wir wieder auf unsere Get Speed Countdown Text, entweder hier oben beim Tab oder dementsprechend hier unter den Functions. Und dann können wir ganz beruhigt mal wieder unseren Player Ref rausziehen. Dadurch haben wir Zugriff auf unseren Speed Countdown. Ich gebe das einfach mal so ein, Speed Countdown und hier Get Speed Countdown und da müssen wir das Ganze lediglich übersetzen und zwar to Text. Und wenn wir das direkt verknüpfen, dann wird Unreal das automatisch so mit dieser Funktion schon einführen. Du könntest natürlich auch rechte Maustaste to Text eingeben, aber Unreal ist so schlau, dass es das Ganze automatisch konvertiert. Und das war es jetzt auch an dieser Stelle. Und dann können wir das Ganze gleich mal ausprobieren, indem wir hier mal draufklicken. Ich nehme mal einen Power und jetzt drücke ich auf Speed und jetzt müssen wir aber nach oben links schauen. Da steht jetzt hier 5, 4, 3, 2, 1 und 0 und jetzt bin ich wieder auf normalem Tempo. So, dann können wir das Ganze auch mal probieren. Ich schieße mal einfach ein paar ab. Jetzt gehe ich mal wieder auf Superspeed. Das bin ich auch und dann geht der Countdown sozusagen wieder von vorne los, bis er wiederum auf 0 ist und dann ist es wieder frei für andere Aktionen, vorausgesetzt ich habe entsprechend Power-Energie gesammelt. So, und jetzt werden wir das Ganze noch mit einem sogenannten Speed Boost UI verfeinern und dazu gehen wir einfach mal auf Content UI und dann rechte Maustaste und wir gehen auf User Interface und Widget Blueprint. So, dann nehmen wir das User Widget und das nennen wir einfach mal UI underscore und Speed Boost. So, das wird unser UI Speed Boost und per Doppelklick können wir dieses auch gleich öffnen. So, das allererste, was wir machen müssen, ist ein Canvas. Das können wir uns hier oben mal raussuchen und das klinken wir uns hier unten bei UI Speed Boost ein, damit wir unsere Bildschirmgrößendefinition schon mal vorrätig haben. Wie gesagt, ohne das ist es nicht wirklich machbar. So, und jetzt gehe ich einfach mal auf Steuerung und Space. Ich bin ja hier drin immer noch in meinem Verzeichnis
hier Rosho und Textures. Und jetzt habe ich ja die Speedboost-Geschichte sozusagen ausgewählt, aber ich möchte natürlich jetzt eins von meinen Icons. Das heißt, ich muss zurück, ich gehe auf UI und dann auf die 2D-Assets, die es ja auch zum Download beim letzten Kapitel schon zur Verfügung gab. Und jetzt holen wir uns einfach mal diesen Speedboost heraus und den ziehen wir uns hier einfach mal herein. So, jetzt werde ich aber trotzdem mal den Speedboost öffnen per Doppelklick und da sehen wir mal die Originalmaße, aktuell 1246 x 213 und dementsprechend werden wir das hier mal in der Size X und Y eintragen. Das heißt hier die 12 und 46 und unten bei Y die 213. So, dann haben wir hier das Ganze hier mal im Original. Ich werde es aber jetzt ungefähr mal hier so zentrieren. Und es könnte natürlich jetzt sein, dass es ein wenig zu groß ist, aber das werden wir dann ziemlich schnell feststellen. So, zum Zentrum zentrieren, ganz klar den Anker jetzt mal auf die Mitte setzen, also hier sozusagen schon mal ankern und dann das alte Spiel Position X und Y dementsprechend mal auf 0 zurück und hier vom Alignment die Punkt 5 und die Punkt 5. So, und damit ist es sowieso schon super zentriert, besser wird es nicht, aber ich würde sagen, ich gehe noch ein Stück nach oben, mein Menü wird ja oben so sein, ich denke, meine ganze Health-Bar-Geschichte, ein Stück nach oben kann ich noch, also gehe ich mit Y noch einfach mal so rauf, damit ich meinen Player nicht komplett überlappe. So, damit habe ich diese Geschichte hier schon mal fertig und dann könnten wir das natürlich auch ein- und ausblenden. So, dann gehen wir hier mal auf Compile und das würde ich jetzt gern einfach mal sehen, wie es aussieht, damit ich dann nicht noch nachträglich dann in der Animation, die ich jetzt da noch vorhabe, noch das Ganze wieder von vorne anfangen und verändern muss. So, und dazu klicke ich das Ganze mal wieder drüben ein und dementsprechend gehe ich auf mein BP Third Person Character. Gut, jetzt würde ich vorschlagen, wir werden das referenzieren, weil wir das öfter brauchen. Wir können es zwar, also ich habe vor, das von Alpha 0 auf Alpha 1 sozusagen einzublenden und dann wieder auszublenden, aber dann bleibt das ja ständig auf meinem Viewport, auch wenn es nicht sichtbar ist und keine GPU belastet, aber im Endeffekt machen wir es einfach sauber. Wir werden hier hinten, wir haben ja hier auch Create Widget mit Add to Viewport und dann werden wir hier hinten einfach weiterspielen. Da haben wir ja unseren Gravity Scale und Default Walk Speed, das ist eigentlich gleich, wir können auch die Widgets beieinander halten, also wo wir das einsetzen, spielt keine Rolle, ich baue es einfach damit her und zwar mit Create Widget und zwar nehme ich an dieser Stelle dann einfach mein UI underscore Speedboost und das Ganze werde ich aber diesmal nicht Add to Viewport spielen, weil das brauche ich ja dann nur, wenn es der Fall ist, dass die 1 gedrückt wird und dann machen wir einfach hier eine rechte Maustaste Promote to Variable und diese Variable werden wir jetzt einfach mal benennen, sozusagen als UI mache ich mal underscore Speed Boost, UI Speed Boost Ref. So, dann habe ich hier meine UI Speed Boost Ref und die gehört für mich generell jetzt mal in die General-Geschichte, eigentlich mehr in die Komponentengeschichte. Ich lasse mal außerhalb von den Kategorien stehen und wir verarbeiten sie einfach zuerst einmal. So, dann haben wir jetzt hier eine Referenz gesetzt, das war es schon, erzeugt ist es schon und jetzt können wir das Ganze ansteuern in unserer Enhanced Input Action IA Speed Boost. So, und wo soll das Ganze jetzt rein? Wir haben jetzt hier die Geschichte ab, hier wird die Max Walk Speed erhöht, das würde bedeuten, wir müssen hier sozusagen einen Cut machen, wo das Ganze dann passiert und der Countdown bei 5 beginnt. So, und dazu werde ich das Ganze einfach ein bisschen rüberschieben, soweit werden wir nicht müssen, einfach ein kleines Stückchen, dann markiere ich das Ganze und werde das einfach ein bisschen nach rechts schieben. So, dann habe ich das schon mal so weit drin. Und jetzt ziehen wir uns unsere Referenz UI Speed Boost raus über Get und dann werden wir dieses Widget einfach mal zum Viewport adden, also Add to Viewport. So, wir haben es ja created im OnBeginPlay oder EventBeginPlay und damit ist das Ganze schon mal eingeblendet. So, dann muss ich das nur noch hier verbinden und dementsprechend möchte ich es ja von unsichtbar zum sichtbar zum unsichtbaren machen und das sogar mehrmals einblenden, dass das wie so ein Flash, wie so ein Flashen auftritt. Das heißt, hier adden wir es einfach mal dazu und dementsprechend
können wir das Ganze hier auch wieder ein bisschen rüberrutschen, dass das wieder zusammen ist, aber das Hinrutschen kann jeder selber entscheiden, wann er will. Wichtig ist, dass wir hier am Ende, wenn wir hier nämlich dann auf 0 sind, beim Speed Count dann auf 0, dass wir das Ganze auch wieder removen. Das können wir ganz am Schluss, da müssen wir nicht mittendrin uns jetzt einklinken, das machen wir ganz am Ende, da gehen wir wieder raus und zwar machen wir hier ein Remove, ein sogenanntes Remove from Parent nennt sich die Funktion und damit liegt dieses Widget uns nicht mehr unsichtbar lästig über unserer UI Main. So, das wäre jetzt mal die Geschichte und dann können wir das Ganze sozusagen auch mal testen. Das bedeutet, wir gehen hier mal auf unseren Level, wir gehen auf Play, wir suchen uns ein Power-Up und wenn wir jetzt hier die 1 drücken, dann steht hier sauber Speed Boost da. So, ein bisschen im Weg alles noch, aber wir können das ja immer nachträglich noch so hinschieben, damit wir das visuell besser in den Griff bekommen. Aber so vom Prinzip her funktioniert es. Ich drücke nochmal die 1, man sieht auch der Countdown drüben, links funktioniert, 3, 2, 1 und jetzt werde ich automatisch wieder langsamer an dieser Stelle. So, gut, und dann gehen wir jetzt wieder auf unseren UI Speed Boost und kümmern uns mal um die Animation. So, der Ordnungshalber ändern wir erstmal den Namen von unserem Speed Boost Image. Ich nenne es einfach mal img_speed Boost, damit ich das Ganze sozusagen schon mal sauber definieren kann. So, das ist mein Image Speed Boost und das möchte ich jetzt gerne in der Animation verwenden. So, ich möchte ja praktisch von transparent dann wieder auf sichtbar und dann zurück auf komplett unsichtbar wechseln. Das bedeutet, ich kann gleich zum Anfang, zu Beginn, das Ganze schon mal einstellen, indem ich dann hier die Transparency ausschalte. Und das kann ich hier drüben, wir haben ja hier unter Brush das Image, wir haben die Image Size und wir haben die Tint und hier haben wir den Alpha-Kanal 1. So, wenn ich den jetzt mal auf 0 setze, dann ist es jetzt zu Beginn einfach mal unsichtbar. Dann können wir das praktisch so gleich lassen und so in einem Animationsskript unterbringen, dann müssen wir das nicht explizit da drin so schalten. So, und dazu gehen wir hier unten mal auf Animations und dann können wir hier drüben rechts Dock in Layout machen, damit das Ganze schon mal fest integriert ist. So, was habe ich jetzt vor? Ich möchte diese Geschichte, sagen wir mal, 3-mal ein- und ausblenden. Wir haben uns ja festgelegt auf 5 Sekunden, die sind nicht schwer zu ändern über Variablen, weil da hängt ja viel mit drin, auch unser Time Deletion mit der Zeitlupe. Also ich würde sagen, wir bleiben jetzt aktuell mal starr bei den 5 Sekunden. Und wenn ich das Ganze 3-mal einblenden möchte, also praktisch ein und aus in einem Blendvorgang, dann muss ich praktisch 5 durch 3, dann bin ich bei 1,66 Periode. Und dass dieser Wert halt dann auch diese Animationslänge ein- und ausblenden sozusagen dann bedeutet. Gut, und dazu selektieren wir uns einmal unser Image an, entweder hier oder hier und dann gehen wir auf Plus Animation und die nennen wir jetzt einfach mal ganz simpel Fade In. Das wird unsere Fade In Animation und die können wir hier selektieren mit der linken Maustaste und dann, wenn hier drüben das Ganze selektiert ist, dann bekommen wir hier bei Add dieses Image sozusagen zur Auswahl und hier steht img Speed Boost. Und das werden wir jetzt hier einfach mal integrieren und dann sehen wir, dass es hier schon da ist. Und jetzt, was wollen wir tun? Wir wollen einfach nur an der Opacity, also am Alpha-Kanal drehen. Das heißt, wir gehen auf Plus, wir hätten hier mehrere Möglichkeiten und wir gehen auf Color und Opacity. So, dann können wir das Ganze aufklappen und wir haben ja das Ganze defaultmäßig hier im Alpha-Kanal schon mal auf 0 gestellt. Das heißt, hier drüben müssen wir natürlich ebenfalls mit 0 beginnen. So, dann können wir hier die Return-Taste drücken zum Abschließen der 0 und hier drin können wir einen Key setzen. Und zwar genau in der Mitte. Das ist praktisch immer dieser Previous Key und dann hätten wir hier zum Next Key springen. Wir wollen an der Stelle einfach einen Key setzen, aber wir können ihn natürlich auch komplett setzen. Wir müssen ihn nicht rein beim Alpha-Kanal setzen. Wir nehmen einfach den komplett für Color und Opacity. Wir ändern ja an der Farbe nichts, also egal, wir setzen den einfach mal hier oben. So, dann haben wir hier einfach mal auf Key gesetzt und dementsprechend ist unsere Animation ja jetzt lang 1,66 Periode. Das bedeutet, wir werden dann das Ganze, man sieht hier auch die Keys, die auch für RGB und Alpha mit
durchkopiert worden sind, weil wir ja komplett im Oberbegriff Color und Opacity den Key gesetzt haben. Und jetzt gehen wir mal auf unsere 1,66, dann würde ich sagen, gehen wir auf 1,7, weil sonst wären wir ein bisschen drunter, ist vielleicht auch nicht so schlimm, machen wir 1,65. Gut, und das wäre wieder der Moment, wo das Ganze wieder ausgeblendet ist, und das haben wir hier ja eingestellt, wir sind ja bei Alpha auf 0, und dann setzen wir hier an der Stelle ebenfalls einen Key. So, und jetzt müssen wir irgendwo in die Mitte rein, ja. Und wo stehen wir denn jetzt? Bei 1,65, dann bei der Hälfte geteilt durch 2, das wäre dann 0,825. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie ergattern können. 0,825, 0,85 oder 0,8. Ich würde sagen, dann haben wir es schon mal bei 0,8 komplett sichtbar. Dann bleiben wir auch bei den 0,8. Da ändern wir an dieser Stelle dann den Alpha auf 1. Ich werde das mit Enter bestätigen und dementsprechend bekomme ich auch sofort den Alpha Key Frame gesetzt, also mit dem Enter wird auch automatisch ein Keyframe gesetzt, aber ich mache es wieder mal so, dass alle Keyframes gesetzt werden. Man könnte nämlich hier zum Beispiel noch an den RGB-Farben mitdrehen, aber das tun wir ja an der Stelle nicht. So, jetzt gehe ich mal auf Compile und Save und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an, ob wir da irgendwie überhaupt irgendwas sehen können. Und wenn wir jetzt die Animation zum Beispiel zurückspulen hier und dann auf Play drücken, dann werden wir nichts sehen. Wenn wir die Animation natürlich jetzt aktivieren und innerhalb von unserem Third Person einspielen, dann wird das Ganze funktionieren. Aber ich wollte einfach mal darauf hinweisen, dass das Ganze, wenn wir es vorher hier ausblenden, dass wir das praktisch kombiniert mit den Animations nicht sehen können, weil das ganze Detail Panel komplett überwiegt. Wobei dann bei der alleinstehenden Animation die Animation natürlich recht bekommt. Also im eigentlichen Sinn überwiegt das Detail Panel sozusagen den Viewport von unserem UI-Widget. Aber Gegenbeispiel, wenn ich jetzt hier beim Alpha eine 1 eintrage, man muss bedenken, ich bin ja hier am Ende meiner Animation bei 1,65, wo ich ja mit der Opacity auf 0 bin, und jetzt gebe ich hier wieder die 1 ein, dann wirst du sehen, dass sich da auch nichts ändert. Jetzt übergebe ich das Ganze praktisch auch wieder der Animationsgeschichte. Also das Beste ist, lass es so wie es ist, weil sonst wunderst du dich, wo hast du was falsch gemacht, da drin oder da drüben. Also hier einfach alles im Sichtbaren lassen und ausblenden einfach hier vorne. So, jetzt habe ich mal die Konflikte zwischen den beiden Geschichten im UI-Widget erklärt. Das ist am Anfang ziemlich seltsam, weil man sich wirklich wundert, woher kommt es denn jetzt, aber im Endeffekt wollen wir ja die Animation jetzt hier steuern, und wenn wir jetzt hier nochmal auf Play gehen, dann werden wir sehen, wir blenden ein, wir blenden aus, genau, wir haben uns einen Zeitpunkt ausgesucht, an dieser Stelle jetzt praktisch bei 0,8, und wir haben ja aktuell auch schon in unserem BP Third Person Blueprint hier an dieser Stelle dieses Widget aktiviert mit Add to Viewport, und dem Moment würde die Animation abgespielt werden, wenn wir diesem Widget mitteilen, dass es diese abspielen soll. Und dazu wechseln wir wieder auf unsere UI Speed Boost. Die UI Main mache ich jetzt mal zu, das irritiert mich. Ich wechsle auf die UI Speed Boost und wir gehen rüber in den Graphen. Also hier oben können wir wechseln zwischen Graph und Designer. Wir gehen rüber auf den Graphen und beim Event Konstrukt werden wir einfach gleich die Animation mal starten mit Play Animation. So, da haben wir hier eine Play Animation Funktion, und hier drüben sehen wir links unter Animations. Manchmal ist es zugeklappt, dann fällt es einem gar nicht so auf. Da muss man nämlich hier aufklappen. Man denkt, das wäre jetzt die Animation, aber das ist eigentlich unser Speed Boost Image. Also im Endeffekt schauen wir mal nach, warum ist unser Speed Boost Image eigentlich variabel? Ja klar, weil es eben im Animation verwendet wird, und deswegen wird es automatisch auf variabel gesetzt. Das ist natürlich auch wichtig zu wissen, weil wir haben das Häkchen explizit selber nicht gesetzt. So, und wenn man Animation aufklappt, dann haben wir auch unsere Fade-In, und die klinken wir ein als In-Animation. So, und damit wäre die Sache schon mal geregelt, und ich habe ja das Ganze 5 durch 3 mit 1,66 ausgerechnet, und ich möchte 3 Loops, also Number of Loops to play sind bei mir 3, und damit bin ich dann glücklich, und ich hoffe, dass das Ganze so ausfällt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, dann einmal auf Compile und Save, und im Third Person haben wir, wie gesagt, das Ganze schon zum Viewport geedit, und jetzt wechseln wir rüber auf den Level, und dementsprechend gehen wir mal auf Play und wir sammeln ein wenig Power ein. So, jetzt drücke ich mal die 1 und dann sollte links die
5 bis auf 0 runterzählen und der Speed Boost wird dann dreimal hintereinander ein- und ausgeblendet und das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. So, die schieße ich jetzt weg, dann drücke ich nochmal die 1, der Speed Boost kommt. Über die Position können wir uns natürlich noch streiten, aber im Endeffekt sehen wir, dass das System das schon sauber verarbeitet und das Ganze auch schön funktioniert. So, dementsprechend können wir uns natürlich auch noch Schaden holen und so weiter und so fort und aktuell funktionieren alle Tasten, nur visuell natürlich nicht in unserem UI. Das haben wir natürlich noch explizit auszuarbeiten. So, dann nochmal zur Wiederholung. Wir haben hier im Third Person einfach mal diese Geschichte hier eingeführt, dass wir das Ganze Add to Viewport machen, weil wir haben es ja zuvor initialisiert, also gecastet und eine Referenz draufgelegt auf unser UI Speed Boost Reference und ich mache es einfach üblicherweise programmiertechnisch hier hinten wieder Remove from Parent, einfach mal wieder weg vom Viewport. Es wäre zwar mit der Opacity auf 0, das heißt, es würde unser UI Main definitiv nicht stören, weil wir brauchen es ja öfter, aber im Endeffekt wird es ja jedes Mal sowieso wieder geaddet an dieser Stelle und dann können wir es auch removen, damit es nicht unnötig drüber liegt. Gut, und im UI Speed Boost, da haben wir einfach beim Event Construct die Animation gespielt, die wir hier zuvor sozusagen auch eingestellt haben. Wenn du jetzt so nichts siehst, du musst hier drüben einfach immer den Namen anklicken, sonst funktioniert das Ganze nicht, dann kannst du auch nichts ändern. Und wie gesagt, diese beiden Dinger stehen immer ein bisschen im Konflikt zwischen View und What to Have. Das heißt praktisch einfach hier drüben lassen, wie man es gerne hätte und hier unten so modifizieren, dass die Animation dann dementsprechend das tut, was sie tun muss, was sie sowieso tun würde. Aber wenn man keine Forscher hat, ist es eigentlich sehr schwierig, irgendeine Animation zu machen. So, dann würde ich sagen, das war es jetzt für diesen Abschnitt und dann hoffe ich, dass es dir wie immer Spaß gemacht hat und über einen Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.